dem Holzbau und auch Konrad Wachsmann ist die Moderne in die Parade gefahren. Von Holz hat in der Moderne kaum jemand geredet. Und jetzt, wo der Holzbau wieder zurückkommt, auf ganz einer anderen Ebene, nämlich auch auf der Ebene der Materialproblematik, auf der Ebene des nachhaltigen Bauens. Jetzt werden diese Ideen die kommen wieder. 100 Jahre später ist die Moderne überwunden und es kommt das Holz über andere Schienen herein, jetzt werden diese Ideen ganz klar wieder verwirklicht werden. Versuchen wir dem Wachsmann ein wenig auf die Spur zu kommen und zu sagen, ja, was ist, was bleibt, oder? Und ich denke, was bleibt bei Wachsmann ist diese Unverfrorenheit, das spekulative Denken, Sachen zu machen oder anzugehen, die eigentlich primär immer nur Widerstand bedeuten. Das ist für mich Wachsmann, oder? Dass man diese Powermaschine, die permanent an die Grenzen stoßt. Emilio Pérez Pinheiro ist ein spanischer Architekt, der von 1960 bis 1972 aktiv war. Er begann seine Karriere im Alter von 25 Jahren noch während seines Architekturstudiums. Damals gewann er einen Studentenwettbewerb der Internationalen Architekturunion mit einem wandelbaren Theater. Er schuf in 10 Jahren ein beachtliches Werk, insbesondere im Bereich eben solcher wandelbarer Strukturen. Er starb mit 36. Ihm wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, ja, er hat sehr viel Theorie gemacht, er hat viel geschrieben, er hat sehr viele Vorträge gehalten, hat aber wenig bis gar nichts realisiert von dem, was er mal konzipiert hat. Obwohl er wenig gebaut hat, ist Konrad Wachsmann stets Gespräch in der Architektenszenerie bis zum heutigen Zeitpunkt. Konrad Wachsmann hat ganze Architektengenerationen fasziniert und auch vor allem, und das ist nachher das Entscheidende, beeinflusst. Konrad Wachsmann war ja ein Kind der Moderne, der klassischen Moderne. Er hat immer gesagt, er holt sich schon die entsprechenden Sachen aus diesen ganzen Bewegungen, aber er will nicht blind diesem Dogma dort folgen. Glas, Stahl, Flachdach und scharfe Kanten. Wenn ich mir Ihr Gebäude hier, das Illwerk, anschaue, entspricht das eigentlich genau diesem Gedanken? Ist das auch eine Intention, die Sie immer verfolgen? Ich glaube, das kann man aus dem historischen Bauen, wenn man die historischen Bauten, auch die normalen bäuerlichen Bauten in unserer Region analysiert, man spürt meistens einen Zweck im Hintergrund. Warum ist das so entstanden? Man kann sämtliche Formen, die dort entstanden sind, oft auf diesen pragmatischen, auf dieses Dienende, was muss dieses Element können, zurückführen. Oder? Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, wie man wieder heute auch für den modernen Holzbau eine eigene Sprache wieder entwickeln können, die sich loslöst von diesen Bildern der Moderne. Die konstruktive Grundlage dieses Hauses ist ein serielles System. Und natürlich mit dem seriellen System ist ein gewisser Rhythmus vorgegeben. Man wechselt den Rhythmus nicht, auch in einem Musikstück, in einem guten. Aber es ist auch spürbar, glaube ich, dieses zimmermannsmäßige Denken dahinter, der sagt, es gibt einfach eine Konstruktionsachse. Ein Holzbalken kann nur das tragen. Ich kann einen Holzbalken nicht mit Stahl sozusagen verstärken, der trägt nur diese Länge. Und wenn ich diesen Holzbalken habe, dann gibt es dann auch ganz automatisch diesen Rhythmus in einem vielleicht menschlichen Maßstab. Und das ist, glaube ich, in dem Gebäude spürbar und das auch ganz bewusst auch bis ins letzte Detail an und für sich auch so umgesetzt. Natürlich auch aufgrund dieses vorgefertigten Bauens. Bei dem Gebäude zeigt sich, dass gerade bei diesen großen Strukturen, bei diesen großen Gebäuden, das Material Holz eine
zweite Maßstabebene schafft. Es ist ein Material, das lebendig ist, das eine gewisse Zugänglichkeit hat, das nahbar ist, das sehr fein detailliert werden kann, wo es feine Querschnitte in dieser großen Größenordnung gibt. Und ich kenne jetzt einige wirklich große Gebäude, wo durch diese Materialisierung viel zugänglicher geworden sind, wie Gebäude aus der Moderne, die in derselben Größenordnung sind, die aber in diesen künstlichen Materialien sozusagen gebaut sind. Also da sehe ich eine große Chance und das spürt man da, oder? Es ist natürlich, man spürt auch, dass dieses Gebäude in der Umgebung vielleicht fast gewachsen ist, dass einfach das Material, das dann in der Umgebung steht, auch hier umgesetzt worden ist. Das ist überhaupt die Klammer, die wir versuchen in unserer Region ins moderne Bauen hineinzubringen. Die Klammer ist das Thema Holz. Die Formen sind natürlich andere geworden gegenüber der traditionellen Form. Und das ist bei diesem Gebäude ebenso spürbar. Ja, das Architektenstandardwerk von Konrad Wachsmann, Wendepunkte im Bauen, wo alles zusammengetragen ist, was er konzipiert und vorgegeben hat, nämlich dass der Wendepunkt im Bauen durch Fügen der standardisierten Elemente passiert. Hier kann man den Fügevorgang sehen, nachher zu einem Knoten, wo alle Elemente an einer Stelle zusammenkommen. Konrad Wachsmann hat immer gesagt, er möchte den Begriff Bauen ersetzen durch Fügen. Würden Sie das für Ihre Arbeit auch so übernehmen? Das ist klar. Das Hauptproblem im Bauen ist die Fügung. Dass da, wo Dinge aneinander gefügt werden, sich entscheidende Dinge abspielen. Und deswegen hat er schon recht gehabt, dass der wichtigste Punkt ist, das ist auch, wenn man heute einen normalen Konstruktions- oder Detailplan zeichnet, dann ist die Fügung der Ausgangspunkt. Die Fläche ist klar, die ist einfach zu bewältigen, aber die Fügung ist der Ausgang. Und besonders im Holzbau, wo die Fügung noch interessanter wird, weil der Holzbau ja ein Thema ist, wo man sehr viel vorfertigen kann und auch muss, weil es einfach im Wesen des Holzbaus liegt. Und dort ist die Fügung noch viel entscheidender. Wie mache ich das wirklich? Auch im Zusammenhang mit dem Ausdruck eines Gebäudes. Wachsmann wollte den Elementbau derart standardisieren, dass man dort auf ganz einfache Art und Weise auch, und das war ihm immer wichtig, schöne Bauten erstellen kann. Der erste Schritt dahin war zusammen mit Gropius das General Panel System. Das war ein Holzelementbau- oder Tafelbausystem. Das System, das Wachsmann mit Gropius zusammen entwickelt, ist natürlich sehr anspruchsvoll, oder? Ist eigentlich im Grunde genommen ein Projekt von zwei Europäern, oder? Es ist eigentlich eine europäische Geschichte, oder wie man glaubt, oder wenn man das Problem des Fügens endgültig gelöst hätte, oder eben mit diesem Knoten, mit der Verbindung, dann hätte man praktisch die Architektur gerettet. Oder? Absurderweise oder fand ich eigentlich die Maschinen, diese pneumatischen Maschinen, die diese Dinge herstellen, fand ich fast moderner als der Knoten selber. Die amerikanische Kultur, oder? Jetzt sicher im Bauen ist eine pragmatische. Oder? Diese beiden Kulturen gingen nicht auf, oder Wachsmann war auch zu früh. Das müsste man dann jetzt sehen, wo wir heute stehen. Da war er absolut seiner Zeit weit voraus. Und natürlich auch irgendwo beeinflusst von Henry Ford. Das war, glaube ich, schon ein bisschen ein Punkt der Zeit. Und wahrscheinlich stammt auch von dort her seine Idee, diese Häuser in der Fabrik zu fertigen. Und wahrscheinlich hat er wirklich geglaubt, man kann Bauten so fertigen, wie man Auto fertigt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er mit dem Produkt, das er entwickelt hat, auf der richtigen Ebene gelegen hat, was diese kulturelle Seite des Bauens beinhaltet. Sozusagen
für den Markt geeignet war, für den damaligen Markt geeignet war, hat sich auch bewahrheitet, dass das wahrscheinlich nicht so gewesen ist, dass dort vielleicht etwas schiefgelaufen ist, auf der Seite schiefgelaufen ist. Und das ist vielleicht typisch für eben die Technikgeschichte, oder man geht in eine bestimmte Richtung, entwickelt das Ding und dann ist das hier, scheitert eben, aber daneben generiert das andere Erkenntnisse oder Sachen, die eigentlich fast die wichtigeren sind, oder? Das ist vielleicht das Erbe von Waxman, oder? Er hat so einzelne Bruchstücke im Denken, hat er natürlich vorweggenommen. Er hat es aber immer in einem riesigen, wie soll ich sagen, kausalen Zusammenhang gebracht. Und ich glaube, diese Kausalitäten, die bringen wir heute nicht mehr zusammen. Also die Welt funktioniert ganz anders. Diese Vernetzung oder von der Zeichnung in die Maschine zum fertigen Element, von der Waxman geträumt hat, die ist natürlich heute Realität. Oder? Die Zeichnungen, die wir machen, gehen zum Ingenieur und der Ingenieur macht die Pläne und die gehen direkt digital auf die Maschinen. Also diese Kette ist vorhanden, oder? So bauen wir heute. Jetzt für unsere Arbeit war General Panel System, haben wir immer gewusst, dass wir können das nicht so umsetzen. Aber das Thema des Shiftens, oder zum Beispiel, was ja eben Thema ist beim Würfel und auch hier, das gebrauchen wir natürlich, oder? Dass wir ein Panel so auseinandernehmen, dass wir die Dinge so ineinander kriegen. Also es gibt einzelne Elemente, die man so übernehmen kann. Das ist der Waxman-Würfel und der handelt von einem Trennwandsystem, wo eben alle Wände und Boden in einem Punkt zusammenkommen. Also das wären die aufgehenden 4 Wände hier, so. Das ist der Boden, hier der blaue, und das sind die unteren Wände. Das Merkmal des Würfels, und das ist ein Thema von Waxman, ist diese Rotation. Das sind immer dieselben Elemente und die sind gegenseitig leicht verschoben und damit versteifen sie sich auch. Das ist das Prinzip. Und das Schöne ist, dass diese Figur taucht überall auf allen Seiten. Hier, oder? Und man kann das jetzt auseinandernehmen. Das sind diese einzelnen Elemente, die sehen so aus. Und immer kommt diese Rotation. Und dann kommen die nächsten. Und das ist der Anfang. Da drin sieht man diese Rotation und der Anfang ist eigentlich so. Oder wenn ich die beiden wegnehme, dann sieht man das Prinzip, diese Verschiebung. Das ist das Konzept von diesem Würfel. Der Knoten des General Panel System, das ist relativ kompliziert mit Metallteilen. Der Unterschied ist hier, dass das ohne innere Verbindungselemente funktioniert. Da ist eigentlich Holz mit Holz gefügt, wenn man so sagen will. Das ist ein unglaublich modernes Konzept. Das war dann eigentlich der Sprung eben vom Waxman, vom Holzhausbau, zum Waxman, der Ingenieur, der Entwickler und so weiter. Und von dem Moment an eigentlich hat uns dann Waxman hat uns sein Denken interessiert. Wir haben gemerkt, das ist eine unglaubliche Figur, der alles hinterfragt, eben fast wie ein Physiker oder wie das Fügen oder wurde fast das hat ihn verfolgt. Oder wie werden die Teile gefügt? Er wollte, dass das Bauen unkomplizierter, einfacher, humaner und aus heutiger Sicht ganz visionär humaner auf der Baustelle auch wird und vor allem auch Zero Waste, also ohne großen Abfall. Denn wenn man selbst noch heute sich Baustellen anschaut, dann ist das eine große Abfallwüste, die dort hinterlassen wird. Das Thema des humanen Arbeitsplatzes ist eine Notwendigkeit, weil die jungen
wollen nicht mehr auf Baustellen. Oder es gibt wenige, die auf die Baustellen wollen, im Regen, im Wetter und was weiß ich was alles, unter unkontrollierten Bedingungen und sich dieses Chaos auf den heutigen Baustellen antun. Das wollen die nicht mehr. Und auch die ältere Generation, glaube ich, will heute länger arbeiten und das wäre doch durchaus möglich, dass auch die Menschen länger auf ihrem Arbeitsplatz bleiben können. Auf der Baustelle ist es irgendwann ziemlich geschwind einmal vorbei. Meines Erachtens eines der wichtigsten Themen, die man in Zukunft bearbeiten muss. Und ich habe immer gesagt, dass der Holzbau eigentlich auch einen anderen Bauprozess ermöglicht oder auch notwendig macht. Im Zusammenhang mit der Vorfertigung. Was heißt das? Vorfertigung passiert in der Werkstatt. Werkstätten sind ganz andere Arbeitsplätze wie Baustellenarbeitsplätze. Das hat Konrad Wachsmann schon früher gewusst, dass der Holzbau der Schlüssel dazu ist. Das kann ich mit anderen Baustoffen gar nicht so machen, weil sie einfach zu schwer zu transportieren sind. Da kann ich nur kleine Elemente vorfertigen. Beim Holzbau kann ich riesige Elemente bevorfertigen. Bei dem Gebäude ist ein Fassadenelement 12 Meter lang gewesen, das ich transportieren kann. Und auch die Verschwendung hängt damit zusammen, wenn man Dinge in den Werkstätten macht. Ich kann eine Bauproduktefirma dazu anleiten, mir die richtigen Maße zu liefern, ohne dass ich viel Verschnitt habe. Also auch dort kann mit Standardisierung oder auch mit Systematisierung sehr viel eingespart werden. Also sowohl Arbeitszeit, aber als auch Materialien, Verpackungen und was weiß ich, Abfälle und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Gebot der Stunde, dass man Konrad Wachsmanns Ideen jetzt aufgreift und versucht, ins neue Bauen hineinzubringen. Die Namen und die Liste derjenigen, die ihre Architektur auf Konrad Wachsmann zurückführen, die ist das Who is Who der heutigen Architekten, so wie überhaupt sein ganzer Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich das Who is Who des 20. Jahrhunderts ist. Also die Liste durchzugehen ist unglaublich. Er kannte tatsächlich jeden und alle. Wie kam ich auf Wachsmann? Ich begann meine Doktorarbeit über Emilio Pérez Pinheiro und versuchte dann, Verbindungen zur utopischen Generation herzustellen, also zu den Metabolisten, Archie Graham, Herm und Jonah Friedman. Dabei stellte ich fest, dass diese wiederum hauptsächlich auf zwei Architekten der alten Schule verwiesen: Konrad Wachsmann und Richard Buckminster Fuller. Die beiden sind dieser Generation sehr bekannt. Und dann fand ich die Dokumentation zur japanischen Periode, in der das Wachsmann-Seminar stattfand. Wie kam Wachsmann zu den Metabolisten oder wie kam es zu diesem Bezug der Metabolisten zu Wachsmann? Tatsächlich durch dieses Seminar im Jahr 1955. Möglicherweise kannten sich Kenzo Tange und Wachsmann vom Siam. Tange war der japanische Vertreter an den Siam-Kongressen. Erwähnenswert ist auch, dass an diesem Seminar von 1955 Studierende teilnahmen, von denen einige 5 Jahre später Teil der Metabolistengruppe wurden. Wachsmanns Seminar schlug die Errichtung eines kleinen, der Bildung gewidmeten Pavillons vor. Vom Grundriss über die räumliche Entwicklung bis hin zur Entwicklung des Daches. In diesem Dach sehen wir einen direkteren Bezug zu Wachsmann, da es sich um eine Raumfachdecke handelt. Nicht in den großen Dimensionen des Hangars, aber auf denen basierend. Das Ganze auch für große Raumfachwerke, wo durch standardisierte Stäbe und standardisierte Knoten große freitragende Dächer, Tragwerke entstehen, Flugzeughangar, wo darunter dann, man muss sich das vorstellen, Flugzeuge positioniert werden können, geschützt. Hier kann man das nochmals sehen, um die Dimension zu erkennen. Das ist das Werk, was Konrad Wachsmann vorgegeben hat und was die Bibel für die darauffolgenden Hightech-Architekten dargestellt hat. Mit dem Hangar entdeckt natürlich Wachsmann die Monumentalität dieses Raumes. Wäre natürlich schön, wir hätten auch so ein Hangar mal bauen dürfen. Es ist ja ein räumliches Fachwerk, wunderschön, aber Wachsmann
wiederum fixiert sich auf die Frage des Fügens. Wie kommen die ganzen Stäbe, also die dreidimensionalen Stäbe zusammen? Wichtig ist, dass der Verschluss eigentlich auf Reibung funktioniert. Auch wieder eigentlich eine unglaubliche Erfindung, oder dass man nicht mehr schraubt, nicht mehr schweißt, nicht mehr nietet, sondern die Verbindung geschieht jetzt hier mit einem Keil, der wird am Schluss reingeschlagen und dann klammern sich diese Elemente am Rohr. Diesen Druck, der entsteht, das ist die Verbindung. Meinen Sie, dass dieser Hangar eine immaterielle Architektur-Ikone ist? Ganz klar. Also wer Konrad Wachsmann den Namen hört, dem kommt zuerst dieses Bild in den Kopf. Wir waren ja auch damals, als ich ihn zum ersten Mal entdeckt habe in meinem Studium, war ich ja total fasziniert von diesen konstruktiven Auseinandersetzungen, von dieser schönen Konstruktion. Oder? Aber wahrscheinlich ist es ganz gut, dass es nicht gebaut worden wäre. Vielleicht hätten wir dort eine Desillusionierung erlebt, weil es geht mir immer genau gleich. Wenn ich eine wunderschöne Holzkonstruktion aufrichte, ein Skelett oder eine Holzkonstruktion, dann wünscht man sich oft, dass diese Konstruktion einfach so bleibt, wie sie jetzt gebaut ist. Und sobald dann das Dach drauf kommt und die Fassade und die Füllungen und weiß ich was, dann wird es immer schlechter im Normalfall, oder? Und vielleicht ist es ganz gut, dass es auch so geblieben ist. Als das rauskam, glaube ich 51, ist man von dieser Größe, von dieser räumlichen Qualität, ist man fasziniert. Aber es geht gar nicht mehr so um diesen Knoten, habe ich den Eindruck, um diese Verbindung, sondern der Raum, oder dieser fast endlose Raum. Und das hat jetzt vielleicht einen Zusammenhang mit dem Grapevine. Der Grapevine setzt eigentlich an dieser Forschung des Raumes oder fast des unendlichen Raumes weiter. Das heißt, es geht nicht mehr nur noch um die kleine Verbindung der Elemente, sondern das Ganze wird eigentlich endlose räumliche Maschine in allen Richtungen, horizontal und vertikal. Und dann haben wir uns entschieden, relativ schnell, also dass wir einen Teil dieser Struktur, dass wir das 1:1 rekonstruieren möchten. Wir haben dann mit der ETH zusammen das digitalisiert und diese einzelnen Teile, das sind 8 Elemente, die man hier sieht, lokalisiert. Und das sind diese Elemente, die sind so miteinander verhängt, oder? Und das geht dann so im Kreis herum und der kommt dann oben drauf so. Das führt dann zu diesem mittleren Teil, wo sich die Teile verkeilen. Grapevine, zu Deutsch Rebstock. Die Merkmale des Rebstockes ist diese Verdrehung von verschiedenen Ästen. Das sind 4 Stränge eigentlich. Also die beginnen, verdrehen sich und gehen dann in verschiedenen Richtungen wieder weg. Kernstück der Ganze ist eigentlich diese Verbindung in der Mitte und das ist eigentlich eine klassische Zimmermannsarbeit. Also man sieht es beim Grünen, wie der im Gelben eingeschnitten ist, dann der Gelbe im Roten und so weiter. Das ist die Verzahnung. Und da es sich eben um ein Konzept handelt, musste man das jetzt umsetzen in eine Holzkonstruktion. Auch das war natürlich relativ anspruchsvoll, haben wir mit der Firma Erne gemacht. Das ist ein schwieriges Teil. Dieses Teil hat ein Roboter gebaut, weil der ist leicht konisch verdreht. Also das ist Robotertechnologie. Die Fügung der einzelnen Elemente sind diese Scharniere. Und das wird so ineinander geschlagen. Also es ist eigentlich vom Bauen her ein Hybrid zwischen Robotertechnologie, einfachen Balken und dann diesen neuen Beschlägen. Das ist in Realität ungefähr 4 Meter hoch. In dem Sinn ist der Grapevine an der Biennale ist eine Interpretation dieses Konzepts als Holzverbindung, als Holzkonstruktion. Um nur ein paar Architekten zu nennen, die heute noch in aller Munde und bekannt sind. Ein Richard Rogers, Sir Richard Rogers, ist ganz klar und erkennbar beeinflusst von Konrad Wachsmann. Sir Norman Foster ist in dieser Liste. Renzo Piano beruft sich auf die Ideen von Konrad Wachsmann, hat nachher auch seine eigene Handschrift daraus entwickelt. Von 1960 bis 1964 hat Konrad Wachsmann den gesamten Hafen von Genua neu
entworfen. Und später hat Renzo Piano den dann realisierten genuesischen Hafen auf der Grundlage von Konrad Wachsmanns sehr detaillierten Planung hier ausgeführt. Und ein Paradebeispiel ist zum Beispiel das Centre Pompidou in Paris, womit Renzo Piano und Richard Rogers Anfang der 70er Jahre ihre sehr junge Architektenkarriere begonnen haben. Vom Prinzip her ist das nachher ein real umgesetztes Ergebnis dieser Bemühungen von Konrad Wachsmann, ein anmutiges Gebäude zu erstellen. Und wenn man sich die Hightech-Architektur anschaut und sich parallel dazu das Buch von Konrad Wachsmann, die Architektenbibel, Wendepunkte im Bauen, zu Gemüte führt, erkennt man eigentlich, woher diese Gebäude kommen. Interessanterweise erkennen wir dann 1970 die neuen wirtschaftlichen Ströme. Wir wissen, dass Japan an der Spitze steht. Zu dieser Zeit fand in Osaka die Weltausstellung statt und Kenzo Tange wurde mit dem Entwurf des Haupteingangsgebäudes, dem sogenannten Big Roof, beauftragt. Wachsmanns Einfluss ist in diesem Gebäude deutlich zu erkennen. Es basiert auf jenen großen Megastrukturen, den Hangars, über die er bereits in den 1950er Jahren theoretisiert hatte. Es ist auffällig, dass letztendlich innerhalb der Utopien nur die Metabolisten gebaut haben. Es ist bekannt, dass die utopische Bewegung Strömungen sind, denen es nicht gelungen ist, Architektur zu erzeugen. Außer in grafischer Form, wie die Plug-in City oder die Walking City, bei der Archigram noch weitergeht und eine wandernde Stadt darstellt. Die Metabolisten waren etwa 30 Jahre alt, als sie im Rahmen der Osaka Expo 1970 sehr wichtige und groß angelegte Pavillons bauten. Auch innerhalb des Big Roof gab es eine konzeptionelle Komponente, nämlich die Integration von Wohnzellen, an der auch Archigram und einige westliche, in diesem Fall europäische Architekten beteiligt waren. Sagen wir, dass sich die gesamte Ideologie der utopischen Gruppen anfangs auf die Megastruktur bezog, deren Großmeister Wachsmann eindeutig war. Er lehrte, wie man diese Art von Konstruktionen umsetzt. Vielleicht ist die Ideologie anders, weil Wachsmann nicht an diese Wohnkonzepte dachte, sondern eher an große Hangars oder Großkonstruktionen. Doch diese Generation entdeckte sie wieder und ab etwa 1965 gab es großes Interesse an der Wohnzelle. Mit anderen Worten, zuerst gab es den Container und dann gibt es die Zelle. Und einer der Gründe, warum die Thematik bei der jüngeren Generation japanischer Architekten so gut ankam, ist die enge Verbindung der japanischen Architektur zur Technologie. Und hier kommt Wachsmann ins Spiel, in der Welt der Technologie, der Vorfertigung, der Industrialisierung. Eine wichtige Frage, die ebenfalls mit diesen Einflüssen zu tun hat, ist, was beeindruckte Wachsmann oder was gefiel ihm an der japanischen Kultur? Wachsmann war ebenso wie Bruno Taut und Wright zu ihrer Zeit von der japanischen Kultur sehr beeindruckt. Und wie Wachsmann selbst sagte, war er sehr beeindruckt davon, wie die japanische Architektur die Struktur von der Umfassung trennt. Im Westen dauerte es 20 Jahrhunderte, bis die tragende Wand nicht mehr sowohl Umfassung als auch Struktur war. Dasselbe galt für die Holzkonstruktion. Die Holzkonstruktion ist da sehr wichtig und die Japaner sind darauf spezialisiert, auch auf das strukturelle Fügen. Sie verstecken die Struktur nicht. Wachsmann war sehr beeindruckt, dass die japanische Kultur die Struktur nicht verbarg und dass es sich um eine leichtere, fast vorgefertigte Struktur handelte, mit Paneelen, mit vorgefertigten, austauschbaren, mobilen Elementen. Er war beeindruckt, wie diese Elemente bereits in der Kultur selbst präsent waren. Es wird immer wieder darüber diskutiert, was passiert wäre, wenn Emilio Pérez Pinheiro weitergelebt und sein Werk weiterentwickelt hätte. Möglicherweise würde es sich um einen spanischen Fray Otto oder eine Person von internationalem Rang handeln. Er war also noch recht jung und in diesen 10 Jahren schuf er ein einzigartiges Werk. Sein früher Tod im Alter von 36 Jahren katapultiert ihn direkt ins Reich der Legenden. Mich interessierte damals, ob er tatsächlich Theorien und Ansätze der Generation teilte,
der er altersmäßig angehörte und die in den 1960er Jahren entstand, also jener utopischen Bewegung, welche einen bestimmten konzeptionellen Rahmen entwickelte und sich von der in Krise geratenen modernen Bewegung abgrenzte. Seine Beziehung zu Salvador Dalí ist ebenfalls einzigartig und sehr wichtig. Sie ist interessant, weil Salvador Dalí ihn kontaktierte, um eine geodätische Kuppel für das Dalí-Museum in Figueres zu entwerfen. Ursprünglich wollte Dalí, dass Buckminster Fuller dies tat, aber dieser sagte ihm, dass es in Spanien einen jungen Architekten gab, der sich ebenfalls mit dieser Art von Konstruktionen auskannte, Emilio Pérez Piñero. Das heißt, Buckminster Fuller war es, der Dalí mit Piñero in Kontakt brachte. Die beiden hatten eine sehr fruchtbare Beziehung, die in 2 Projekten gipfelte, dem geodätischen Kuppelbau und dem hyperkubischen Glasfenster. Jene Tür, die den Zugang zum Dalí-Museum bilden sollte. Als Piñero das Modell davon, das sich heute im Figueres-Museum befindet, zu Dalí brachte, war es für Dalí, als käme dieser Mann und vollbrächte Zauberei. Piñero öffnete seine Koffer mit seinen Faltstrukturen und für Dalí erschien das wie eine magische, fast surreale Welt. Ich bin überzeugt, dass meine Kollegen Konrad Wachsmann alle gekannt haben, so ähnlich wie ich, oder sich mit ihm auseinandergesetzt haben, so ähnlich wie ich. Das Thema dieser klaren Konstruktion, dieser wiederholbaren Konstruktionen, die ist natürlich im Vorarlberg auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, weil es ein Land ist, das mit Holzbau sehr viel zu tun hat und der Holzbau dieses Thema natürlich schon seit Urzeiten her an und für sich immer wieder verfolgt hat. Wenn ich unsere Wegbereiter für diese Vorarlberger Entwicklungen aus den 60er Jahren wie den Hans Burin oder den Rudolf Weger oder auch meinen Onkel, den Leopold, betrachte, dann, die waren sicher beeinflusst von Konrad Wachsmann, da bin ich ganz überzeugt davon. Das ist aber bei diesen Bauten ganz gut ablesbar. Das hat sich dann später bei diesen Protagonisten ein bisschen verschliffen, weil dann die Postmoderne kam. Aber die ersten Bauten, die waren ganz in diesem Sinne natürlich nicht industrialisiert, sondern vom einfachen Handwerker gemacht. Ich habe natürlich im Zuge der Vorlesungen in Innsbruck, ich habe in Innsbruck begonnen zu studieren, da habe ich ihn entdeckt oder habe ich ihn unter Anführungszeichen kennengelernt, habe auch dort dieses Buch in Wendepunkt im Bauen gelesen, war aber noch ein bisschen zu weit drinnen in dieser handwerklichen Vorstellung des Holzbaus, die ich von meinem Elternhaus mitbekommen habe, als Sohn eines kleinen Handwerksbetriebes. Das war mir dann schon am Anfang ein bisschen zu weit und zu visionär. Aber ich habe zumindest einmal, glaube ich, waren das so die ersten ganz wichtigen Auseinandersetzungen zu diesem Thema, die ich schon sehr früh über Konrad Wachsmann mitbekommen habe, die mich dann auch schlussendlich, und das kann ich heute durchaus sagen, auch beeinflusst haben. Nach der Frage, warum wird heutzutage Konrad Wachsmann so gerne zitiert oder welche Bedeutung hat, diese Themen sind noch aktuell. Ne? Also wir reden über Mobilität, Flexibilität der Architektur, auch bewegliche Tragwerke. Seine Sachen sind immer aktuell und die werden immer noch benutzt in Planung, in Architektur, in Konzepten. Wo ist der Einfluss, wo ist die Faszination von Wachsmann? Dann würde ich meinen, dass der späte Wachsmann ist eben jemand, der Gedanken oder Ideen anstößt. Und dann muss man dann selber schauen, wie man sich da zurechtfindet. Die Einflüsse von Konrad Wachsmann hören nicht auf, die gehen immer weiter und werden immer wieder kommen. Es wird immer wieder Wellen geben, die Konrad Wachsmann neu entdecken, neu interpretieren, für sich in Anspruch nehmen, denn das Grundprinzip wird wahrscheinlich so bleiben. In Berlin begegnete mir Peter Pölzig, der Freund aus Dresdner Tagen. Obwohl ich ihn um Stillschweigen gebeten hatte, berichtete er seinem Vater über meine erfolglosen Reisen zu Oud und Le Corbusier und er spielte der alte Pölzig Schicksal. Er ließ mich zu sich kommen, gab mir wortlos einen Brief und 50 Mark. Damit wirst du jetzt nach Niesky fahren, sagte er mit einer Stimme, die keinerlei Widerspruch duldete. Dort wirst du bei Christoph und Ummark arbeiten und dann wollen wir weitersehen. Vor allem aber wirst du dort Milch trinken und Fleisch essen und zur Ruhe kommen. So kam ich zu Christoph und Ummark. Es wurde der entscheidendste Schritt meines Lebens.
Eben hatte ich in Paris noch voller Verzweiflung nach meinem Weg gesucht. Und hier, mitten auf dem Lande, in der tiefsten Provinz, fand ich seine erste Spur. Alles, was dann kam und in Berlin, New York, Tokio, Chicago, London, Moskau, Paris, Rom, Zürich oder Warschau geschah, das alles begann in Niesky. In dieser Holzhausfabrik entdeckte ich den Weg, der mich zum Wendepunkt im Bauen führte.